Feed It Souls Dome Edition ist ein neues Game Boy Homebrew-Spiel vom australischen Indie-Entwickler Gumpy Function, der auch an grandiosen Game Boy-Titeln wie Unearthed oder In the Dark beteiligt war. Kleiner Spoiler, Feed It Souls ist ebenso ein Meisterwerk. Wieso Feed It Souls auch meine Seele verspeist hat, erkläre ich in meinem Fazit, doch reden wir zuerst über das Gameplay. Das Spiel ist ein klassisches Metroidvania. Du erkundest verwinkelte Gebiete, findest Power-Ups, kämpfst gegen seltsame Kreaturen und schaltest mit neuen Fähigkeiten den Weg zu zuvor unzugänglichen Bereichen frei. Jede Seele, die du aufsammelst, stärkt deine Mobilität, etwa durch Doppelsprünge, Wandklettern oder Spezialattacken. Und natürlich gibt es Bosse, die nicht nur hart zuschlagen, sondern auch sich richtig stimmig in die Story mit einfügen. Highlights und Futures. Die Dome Edition ist eine erweiterte Version des ursprünglichen Feed It Souls aus dem GB Compo 2023 mit komplett neuen Gebieten, Feinden und Bossen. Überarbeitete Grafiken und Animationen verleihen der GBC Engine ein richtig modernes Flair. Ein neues Engine-System sorgt für flüssigere Steuerung und dynamischere Bewegungen als in der ursprünglichen Version. Du kannst über ein Dutzend Achievements freischalten, etwa für geheime Funde oder besonders effiziente Runs. Das Spiel enthält ein Records-Menü mit deinen Bestzeiten, Toden und Erfolgen, also perfekt für Speedrunner. Außerdem gibt es verschiedene Schwierigkeitsgrade und einen Key Performance Mode für alle, die es richtig schwer wollen. Klassisch mit Leben, System und Permadeath-Feeling. So, jetzt habe ich es richtig. Ja. Besonders cool, eine digitale Anleitung im Stil alter Gameboy-Handbücher ist gleich mit dabei. Retro pur. Verschiedene Farbpaletten. Wer die versteckten Eier findet, schaltet nicht nur Achievements frei, sondern nach und nach auch verschiedene Farbpaletten. Auch sehr geil. Die Story. In Feed It Souls spielst du die Nachkommenschaft von It, einem mysteriösen biotechnologischen Wesen, das sich von Seelen ernährt. Dein Ziel, den Ursprung der Dome-Struktur zu erforschen und dich mit jeder verschlungenen Seele weiterzuentwickeln. Die Welt ist düster, eng und seltsam lebendig. Perfekt für Fans klassischer Game Boy Color Abenteuer mit einer Portion Horroratmosphäre. Verfügbar ist Feed It Souls Dome Edition auf itch.io für $5 oder mehr. Du bekommst die Game Boy Color Datei, spielbar auf Emulatoren oder echter Hardware mit Flashcard. Außerdem ist das Spiel im Playtiles Season 1 erschienen, mit erweiterten Futures und eingebauten Achievements direkt über Playtiles OS. Mein Fazit. Als ich meinen ersten Run beendete, spürte ich einfach nur Leere in mir. Und das meine ich im Kontext mit Feed It Souls tatsächlich sehr positiv. Ich muss gestehen, dass ich eher der Top-Down-Action-Adventure-Spieler bin. Zudem bin ich echt zu einem richtig schlecht geskillten Casual-Spieler in den letzten Jahren mutiert. Also die perfekten Voraussetzungen, um bei einem Präzisionsplattformer wie Feed It Souls ständig den Sterbebildschirm vor die Linse zu bekommen. Mein treues Playteil musste ordentlich unter meinen Daumen leiden, aber wer es durchzieht, wird belohnt. Nicht nur mit coolen Achievements, sondern mit einer fantastischen Atmosphäre und Story. Feed It Souls ist so liebevoll gestaltet, überall gibt es kleine Details zu entdecken. Zum Beispiel, wenn man bestimmte Leveldekorationen immer und immer wieder berührt, fallen diese zu Boden. Die Animationen sind richtig schön anzuschauen und der Chiptune wurde perfekt zum Spielgeschehen ausgewählt. Das Leveldesign gefällt mir richtig gut. Bevor man Passagen überhaupt in Angriff nehmen kann, muss man wirklich seinen Kopf anstrengen, um die beste Route zu finden. Wenn dann noch Gegner hinzukommen, die einen mit Geschossen in die Mangel nehmen, kann das hin und wieder hektisch werden. Aber genau das ist ja das Ziel des Spiels, dich ordentlich zu fordern. Dementsprechend ist der Grad zwischen Frust und Freude sehr schmal. Ich glaube, das letzte Mal, dass ich so oft geflucht habe, war bei... Okay, so lange ist es dann doch noch nicht her. Danke, FIFA. Aber umso riesiger ist die Freude, wenn man endlich die Passage geschafft hat, die einen so lange beschäftigt hat. Und zum Glück kommen davon mehrere. Nein, ehrlich, die ganzen Emotionen, die ich mit dem Spiel hatte, haben mich so sehr zurück in die Kindheit katapultiert. Oh Mann, nicht du schon wieder. Das Ganze hatte den Effekt, dass ich mit der Handlungsfigur in kürzester Zeit sehr emotional zusammengewachsen bin. Wir haben so viel gemeinsam durchgemacht. Mehrere Dutzende Tode und Jubelschreie. Eine rührende und tiefgehende Geschichte erlebt. Ja, es hat sich angefühlt, als würde man eine lange Buchreihe beenden, als der Endbildschirm mich anlächelte. Gott, war ich traurig. Also ja, ich war froh und traurig zugleich. Kennt ihr das? Denn auch die Story des Spiels zieht einen mit.
Vor allem am Ende war die Geschichte so tiefgründig und lässt sich ideal aufs echte Leben übertragen. Der für mich persönlich hohe Schwierigkeitsgrad, die tiefgründige Story, die ganze dystopische Atmosphäre und die emotionale Achterbahnfahrt haben auch meine Seele gefressen. Ganz ehrlich. Viele Souls konnte ich wortwörtlich nehmen und ich habe jede Sekunde, ob Frust oder Freude, so sehr geliebt. Das Spiel von Grumpy Function reiht sich bei den modernen Gameboy-Spielen bei mir ganz weit oben mit ein und befindet sich in meiner persönlichen Liga zusammen mit C-Fires Pass. Und warum ich C-Fires Pass genauso überragend wie viele Souls finde, erkläre ich dir in diesem Video. In diesem Sinne, bis gleich.